Ja, hallo ihr Lieben. Heute sind wir wieder unterwegs für euch und zwar geht es in die bayerische Landeshauptstadt nach München. Was hat München mit Ameisen zu tun? Das würde ich euch im folgenden Video einmal zeigen. Lasst euch überraschen. Ja, jetzt sind wir hier angekommen in München, direkt am Isartor. Da befindet sich die Globetrotter-Filiale. Gehen wir erstmal rein. Ja, das ist die Anlage, die ja schon viele Jahre bei Globetrotter steht. Und wir haben jetzt die Aufgabe, die ganze Anlage ein bisschen zu erneuern. Wir haben ein paar neue Ideen hier mit eingebracht und ihr könnt euch das Ganze einfach mit anschauen. Ja, wir haben die Anlage jetzt soweit abgebaut, also die alte Anlage, die steht jetzt erstmal hier an der Seite. Ja, wir werden zum späteren Zeitpunkt da die ganzen Tiere noch raussammeln, das wird auch noch einiges an Arbeit sein. Der Standort ist jetzt hier für die neue Anlage, auch das ist jetzt schon bei der Unterbau. Ja, und darüber kommen jetzt noch ein paar andere Becken, aber das werdet ihr auch gleich noch mal sehen. Ja, jetzt müssen wir erstmal die ganzen Ausgänge hier sichern. Jetzt über ein bisschen Ölfilm hier nochmal ran, damit die Tiere hier auch nicht rauskommen. So, jetzt haben wir das Ganze fertig aufgebaut. Das heißt, wir haben hier die ganzen Elemente zusammengestellt, wir haben das Ganze verklebt. Ich habe jetzt einen Ausbruchschutz angebracht, die Lianen sind jetzt hier schon mal platziert. Ich kann euch am besten einfach mal kurz die Idee sagen, die dahinter steckt bei der ganzen Anlage. Und zwar ist es so, dass wir uns überlegt haben, also der Wunsch war hier, dass wir nicht so mit Röhrensystem arbeiten, sondern das Ganze eher so ein bisschen kompakt haben. Das heißt, wir haben hier oben den Bereich, wo die Blattscheiderameisen Blätter schneiden. Bei der Natur ist es ja auch so. Das heißt, ich habe so einen Baumstamm. Wir sind auch überlegen, hier vielleicht noch eine Korkeiche zu platzieren. Das ist aussieht wie so ein Baumstamm, dass hier oben dann die Blätter geschnitten werden mit so einer Vase. Dann ist es so, dass die Tiere dann vom Baum runtergehen. Dafür haben wir jetzt die Lianen platziert. Das heißt, diese Becken sind jetzt eigentlich nur ein bisschen so als Laufstrecke. Und dann haben wir jetzt hier unten in dem Bereich die eigentliche Pilzkammer. Und hier unten drunter die Abfallkammer. Es kann natürlich sein, dass die Tiere das nachher ein bisschen auch noch ändern, dass sie dann vielleicht doch unten dann die Pilzkammer haben und oben die Abfallkammer. Aber so ist eigentlich jetzt die Planung. Und da man hier nicht so oft ran muss und natürlich auch für die Besucher, damit hier das Ganze nicht zugänglich ist, haben wir das hier mit so verschraubbaren Scheiben platziert. Im Gegensatz da, wo ich regelmäßig mal ran muss, also gerade jetzt die Futterkammer, da haben wir dann halt hier auch unsere Schiebetür, die ich dementsprechend noch abschließen kann. Und ja, jetzt ist natürlich diese große Aufgabe, die Tiere aus der alten Anlage jetzt hier rüber zu bringen. Ja, also ich würde sagen, dann würde ich damit jetzt langsam mal anfangen. So, jetzt kommt die Tätigkeit, wo mich wahrscheinlich jeder drum beneidet. Ja, wir haben hier eine Atacephalotus-Kolonie. Anders als bei den Acromyrmex ist es so, dass wir hier richtig große Mayo-Arbeiterinnen haben. Deswegen habe ich hier auch richtig dicke Handschuhe auch nochmal. Und dann würde ich jetzt erstmal den Deckel hier abnehmen. So, jetzt muss ich natürlich gucken, wo ist der Bereich der Königin. Also ich habe jetzt hier so einen Pilz. Der Großteil ist natürlich drin eingegraben. Ich muss das Ganze frei machen und dementsprechend dann jetzt hier rüber siedeln. Okay, dann gucken wir mal an erstmal hier. Boah, das ist richtig fest hier. Ja, das ist ja noch nicht mal locker. Und hier. So, hier habe ich schon mal einen ziemlich zentralen Teil. Da ist auch Brut-Eier-Larven. Das heißt, also hier ist dann wahrscheinlich auch die Königskammer irgendwo.
Okay, also hier haben wir jetzt die Königin. Ja, jetzt mache ich die offizielle Schlüsselübergabe. So, hiermit überreiche ich die Schlüssel der neuen Anlage. Das Ganze, ich habe es ja so grob ein bisschen schon erklärt, wir haben es auch schon so ein bisschen besprochen, was wir uns jetzt dabei gedacht haben. Aber was ist jetzt zu beachten? Ja, also wichtig wäre auf jeden Fall, ich fange mal am besten an hier bei der Pilzkammer, weil da am meisten zu beachten ist. Wir brauchen also die Temperatur zwischen 20 und 24 Grad. Wir brauchen eine Luftfeuchtigkeit irgendwie zwischen 80 und 90%. Wenn es mal 100% ist, auch okay. Es darf sich halt nur kein Kondenswasser so bilden, dass es auf den Pilz runtertropft oder sich unten jetzt ein Wasserstand drin bildet. Ja, das ist halt wichtig. Wenn es zu trocken ist, befeuchten. Man kann es halt notfalls auch ein bisschen besprühen. Wenn man es besprüht, darauf achten beim Wasser, dass man dann vielleicht irgendwie so ein stilles Mineralwasser, Osmosewasser, Regenwasser verwendet, also nichts Kalkhaltiges, weil sonst hat man das Problem, dass die Scheiben dann irgendwann ein bisschen verkalkt sind. Zum Reinigen kann man gut irgendwie Wasser nehmen, verdünnt ein bisschen mit Zitronensäure, ja, dass man dementsprechend das dann nochmal reinigt, nochmal wischt. Zum Öffnen, wie gesagt, immer darauf achten, dass hier die Anschläge drin sind, Hand festhalten, um die Scheibe dann noch mal zu lösen. Und die anderen, also die Abfallkammer würde ich vielleicht, ja, wenn das jetzt voll ist, so wie jetzt, also jetzt müssen sich die Tiere natürlich jetzt ein bisschen sortieren, aber wenn es dann im Normalstadion auch so voll ist, muss es auf jeden Fall gereinigt werden. Also wenn ich sehe, da ist eine größere Anhäufung, immer am besten rausnehmen, einen Eimer nehmen, ein bisschen Öl drumherum packen, reinpacken und dann die 20, 30 Tiere, die noch rumkrabbeln, dementsprechend dann einfach wieder in die Anlage platzieren. Und hier bei der Futterkammer, da muss man ja täglich ran, also habt ihr ja auch die Schlüssel, um jetzt dementsprechend jetzt hier ranzukommen. Am besten immer so Blätter in eine Vase packen, notfalls auch Blätter reinpacken. Wenn die dann vertrocknet sind, dann auch wieder ausräumen. Ja, also das wäre vielleicht nochmal die Empfehlung. Hier ist eigentlich nicht groß was zu machen, außer dass vielleicht im Boden was liegt. Das müsst ihr entscheiden, das ist eine optische Sache, ja, was da nochmal zu beachten ist. Und vom Wasser, wir haben jetzt ein bisschen Feuchtigkeit gegeben, sollte auch immer dabei sein, dass immer eine Tränke da ist, wo die Tiere sich dann irgendwie mit Wasser versorgen können. Es reicht auch aus, notfalls ein Schälchen mit Wasser, und damit die Tiere drinnen nicht ertrinken, einfach ein bisschen Granulat nochmal dazu packen oder ein paar Steinchen. Kann auch einen Schwamm nehmen, aber den zerschneiden sie auch häufig, also deswegen ist es mit Steinchen manchmal eine bessere Lösung. Man sieht jetzt zum Beispiel gerade, dass jetzt eine Ameise, ne, die ist jetzt ein bisschen im Wasser, die hat jetzt Schwierigkeiten noch rauszukommen, ja, und deswegen ist es manchmal ganz gut, wenn die da einfach noch ein bisschen Halt haben. In der Anfangsphase jetzt ein bisschen Blätter auch in der Pilzkammer platzieren, also wirklich jetzt, bis die das dann auch wieder eingebaut haben. Also wir haben ja gesehen, bei der alten Anlage war das alles schön geschützt, es war richtig feste, so eine Deckschicht um diesen Pilz herum, das müssen sie jetzt auch erstmal hier schaffen. Und erst wenn das gewährleistet ist, dann dauerhaft hier füttern. Also hier natürlich auch füttern, damit die Tiere sich schon mal dran gewöhnen. Hier ist Futter, damit sie das für sich dann auch schon mal markieren. Aber hier dann aufhören, sobald das Ganze dann auch geschützt ist. Ja, ich denke, das war das soweit. Dann sind wir so fertig. Ja, ich hoffe, das passt. Ansonsten uns einfach kontaktieren, wenn Fragen sind. Dann danke auf jeden Fall erstmal. Ja, jetzt sind wir mit der Sache hier soweit fertig und es gibt jetzt die Ameisen einmal hier im Globetrotter, also hier in München, und aber auch im Werksviertel in München. Da gibt es nämlich auch eine schöne Ameisenanlage. Das Tolle daran ist, dass sie nämlich über mehrere Etagen nochmal geht. Das schauen wir uns mal gemeinsam an. Ja, jetzt sind wir hier im Werksviertel angekommen und gehe ich mal zu den Ameisen. Wahnsinn, Leute, schaut euch mal diese Pflanze an. Die geht hier vom Untergeschoss bis in die 4. Etage, bis nach oben hin. Stellt euch mal vor, sowas habt ihr bei euch im Wohnzimmer. Jetzt sind wir der Ebene 4 an der Pflanze vorbei und hier beginnt jetzt die Ameisenanlage. Ja, das ist die Anlage hier. Ja, das ist schon einige Jahre jetzt her, wo wir das Ganze konstruiert haben. Ihr seht hier auch schon ein bisschen, müsste auch mal wieder ein bisschen sauber gemacht werden. Hier sieht man mehrere so Pilzkammern halt auch. Hier kann man den Pilz ganz gut sehen. Und das ist natürlich die Frage, wie kann man das Ganze auch pflegen und warten. Ja, da gibt es auch extra hier hinten nochmal eine Tür.
Da kann man sich das hier auch nochmal anschauen und sieht hier nochmal die Verbindung mit dem Becken, wie das Ganze hier auch nochmal gepflegt und gewartet werden kann. Aber das Besondere ist, wir sind ja jetzt in der Ebene 4, dass die Anlage auch nochmal ziemlich weit nach oben geht, und zwar über 3 Ebenen. Schaut euch das mal an, hier das Röhrensystem hier nach oben hin. Ja, da seht ihr, wie die Röhren hier auch nach oben gehen. Ja, und schaut euch mal hier die Wandgemälde an. Also passend zum Thema Ameisen haben die auch wirklich hier nochmal alles bemalt. Das wusste ich jetzt nicht, das ist jetzt auch neu für mich. Und das geht jetzt hier hinten auch nochmal so weiter. Finde ich super. So, und soll ich euch noch etwas sagen? Ihr seht ja, es sind 2 Röhren, die hochgehen. Das sind nämlich in Wirklichkeit 2 Kolonien, die wir hier verbaut haben, also zweimal Acromimix, Octospilosus. Warum haben wir das gemacht? Weil es ist halt häufig so, gerade bei Ausstellern, so zoologische Gärten und Naturkundemuseen, ist es so, dass sie immer permanent was präsentieren wollen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn irgendwann diese Kolonie vielleicht mal eingeht oder eine von dieser Kolonie, dann ist es natürlich ungünstig, weil dann haben wir meistens immer Königin mit den ersten Arbeiterinnen oder halt irgendwie so einen ganz kleinen Pilz. Und dann wäre das natürlich erstmal für 1, 2 Jahre hier nicht richtig darzustellen. Deswegen haben wir parallel 2 Kolonien. Das sieht jetzt für den Betrachter so aus wie eine Kolonie. Sollte mit einer Kolonie was passieren, dann kann man die dementsprechend einfach austauschen. Aber das ist noch nicht alles. Ja, also in diesem Werksviertel geht es noch weiter, und zwar durch diese Tür hier. Jetzt gehen wir auf das Dach vom Werksviertel. Ja, leider ist hier das Wetter auch ein bisschen umgeschlagen. Es fängt jetzt gerade an, hier ein bisschen zu regnen, aber soll uns halt nicht stören. So, dann gehen wir mal hier lang. Jetzt sind wir hier auf dem Dach vom Hochhaus, ja, und wir haben hier so verschiedene Almhütten. Ja, und hier haben wir halt die Schafe, die hier oben auf dem Dach wohnen. Ne? Können sie immer schön Gras fressen, deswegen hat man so schön grünes Dach. Also finde ich eine super Idee auf jeden Fall. Jetzt haben wir die ganzen Ameisen gesehen, und einmal im Globetrotter und einmal hier. Und jetzt geht es weiter, weil es gibt nämlich auch noch Ameisen ja in dem Zoo in München. Die wollen wir jetzt auch gleich nochmal besuchen. Ja, und jetzt sind wir hier im Schildkrötenhaus vom Zoo hier in München. Hier seht ihr auch die Blattschallerameisenanlage, beziehungsweise unsere Ameisen. Und was man hier gut sieht, halt, wie sie wirklich hier die ganzen Blattstücke abtransportieren über die Straße. Und der Pilz ist echter Wahnsinn. Also der hat sich super hier entwickelt. Ja, also wirklich das alles hier ist der Pilz. Ja, also das Klassische ist natürlich wie immer Futterkammer, dann die Pilzkammer und hier unten die Abfallkammer. Also das ist hier eigentlich ganz klar jetzt hier aufgeteilt. Ich hoffe, es hat euch hier soweit gefallen. Wir fahren jetzt ab nach Berlin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.